Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Snugpack die Jungle Hammock. Für den Bereich Hängematten werden wir demnächst nochmal den Hannes vor die Kamera holen. Da wird er euch nochmal ausführlich darüber was erzählen, weil der Hannes ist ein begeisterter Hängemattenschläfer und auch da unser Experte, was dieses Thema angeht. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, für die Hammock von Snugpack, die Jungle Hammock, vor die Kamera zu gehen, weil das genau ein System ist, was nach meinem Geschmack ist, nämlich ganz simpel, ganz einfach und auch für Leute, die jetzt keinen Plan haben oder sich nicht groß mit Hängematte auseinandersetzen wollen. Genau für die Leute ist die Jungle Hammock perfekt. Bei einer Hängematte kommt es immer ganz drauf an, erstmal könnt ihr drin schlafen oder könnt ihr nicht drin schlafen. Ja? Deswegen sind viele von den modernen und auch sehr teuren Hängematten relativ breit, dass ihr im Endeffekt diagonal drin schlaft. Ja? Solche Geschichten, das bietet euch die Jungle Hammock nicht. Das ist eine ganz einfache Hängematte, die im Endeffekt, ja, ich würde sagen, wenn man jetzt kein Problem damit hat, wie eine Banane zu schlafen, ist sie eher was, um mal einen Nachmittag wirklich insekten- und stressfrei, so nicht so wie ich jetzt hier gerade, sondern insekten- und stressfrei schlafen zu können, weil diese Hängematte hat ein integriertes Moskitonetz. Die Jungle Hammock von Snugpack gibt es in Oliv und jetzt ganz neu auch in dem Terrain Pattern. Wer das Terrain Pattern noch nicht kennt, das ist eine Eigenentwicklung von Snugpack, ist kein Multicam-Klon, sondern im Endeffekt ein Pattern, was mit Multicam und MTP harmoniert, und der Hersteller hat einfach was Eigenes entwickelt, um zu sagen, ich möchte dem Endverbraucher die Möglichkeit bieten, mehr von unseren Produkten auch in Tarnfarben anzubieten, aber eben ohne die hohen Lizenzkosten, die Multicam mit sich bringt. Das heißt, Snugpack hat nach wie vor über 20 Produkte in Multicam im Repertoire und jetzt neu noch verschiedene andere Gegenstände, wie zum Beispiel das Tarp, was wir euch bereits vorgestellt haben, oder jetzt hier die Hammock oder auch die Zelte, die noch kommen werden. Die kommen jetzt hier in dem Multi-Terrain-Pattern und das ist natürlich eine coole Sache. Das System kommt hier in dieser Tasche mit einem Packbeutel, der mir gerade heruntergefallen ist. Den holen wir schnell wieder hoch. So, da ist er. Dieser Packbeutel beinhaltet 4 Leinen, die für das Abspannsystem das Moskitonetz gedacht sind. Das Moskitonetz ist fix verbaut, das heißt, man kann es nicht abnehmen. Und um das halt abzuspannen, damit einem das nicht auf dem Gesicht liegt, hat man hier die Möglichkeit, mit 2 Leinen jeweils das Ganze abzuspannen. Es sind insgesamt 4 Leinen in diesem Beutel, der mir gerade runtergefallen ist, mit dabei. Wir haben jetzt hier 2 Stück außen verwendet und eine innen, da erzähle ich gleich was zu. Wie gesagt, 4 Stück gibt es davon, kommen hier in dem kleinen Beutel als extra noch mit dazu. Ja, sonst ist hier natürlich noch drin eine kurze Aufbauanleitung, wo auch drin erwähnt ist, dass man darauf achten soll, dass diese Leinen hier nicht zu hoch von der Hauptleine entfernt sind. Einfach aus dem Grund, wenn ich mich hier reinlege, dann sackt das Ding ab. Und wenn das hier oben natürlich zu weit weg ist, dann reißt mir das Moskitonetz einfach von der Hängematte ab und das wollen wir natürlich vermeiden. Genau aus dem Grund ist hier auch elastisches Band verwendet worden. Wenn ihr gut einschätzen könnt, was ihr da an Gewicht reinbringt und wie weit die Hängematte runtergeht, wenn ihr euch reinlegt, dann könnt ihr natürlich oben auch Paracord verwenden. Ja? Das hätte natürlich den Charme, dass man die zusätzliche Leine, die wir jetzt innen verbaut haben, auch wirklich belasten kann. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Was bietet euch die Snugpack Jungle Hammock? Ihr habt hier 2,75 Meter mal 1,35 Meter ungefähr in den Maßen. Das heißt, hier hat man auch mit relativ großen Kerlen kein Problem, die reinzukriegen in Bananenform, wie ich schon erwähnt habe. Wir haben hier ein sehr engmaschiges Mesh-Material, was die Kriechtiere draußen hält. Und unten ein Nylon-Polyester, ein reißfestes, was der Hängematte eine Bruchbelastung gibt von 180 Kilo. Also das hält sie, das trägt sie. Und mit dabei sind hier auch gleich noch die Aufhängeleinen, was man bei vielen günstigen Hängematten leider nicht hat. Die sind hier aus 550er Paracord, inklusive Karabiner und Baumschoner. Das heißt, auch da hat man an alles gedacht. Also wenn ihr dieses System kauft, könnt ihr direkt loshängen. Wir zeigen euch gleich die ganzen Details nochmal, wenn wir das System abbauen. Ich gehe jetzt einmal rein und schaue mir das mal von innen an. Hier einen doppelten YKK-Zipper, um das Ganze zu öffnen. Hier am Eingangsbereich habt ihr auch nochmal einen Packsack, der die ganze Hängematte dann aufnehmen kann, damit ihr diese mitgelieferte Tasche nicht benutzen müsst. Die ist zwar toll und schön, aber für den einfachen Transport unterwegs würde ich hier tatsächlich den eingebauten Packsack verwenden. Ich öffne jetzt mal den Reißverschluss komplett. Habe dann hier auf der Innenseite auch nochmal rechts und links 2 schmale Taschen, wo ich ein Handy reinhängen kann. Und im oberen Bereich, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, da wo die Außenleine hängt, habe ich auf der Innenseite auch nochmal Schlaufen, um hier auch nochmal eine von den Shockcords zu legen. Damit könnte ich dann, je nachdem
wenn ich nicht zu viel Gewicht dran hänge, auch nochmal Klamotten zum Trocknen aufhängen oder mir die Socke ins Gesicht hängen, um schneller einschlafen zu können. Also da gibt es verschiedene Varianten. Gut, zum Reingehen einfach reinsetzen. Na, man kennt das. Schauen wir mal. 180 Kilo hält sie. Sie hält mich, hervorragend. So, und dann einfach ablegen. Natürlich gucken, dass man den Zipper vorher mitnimmt. So, Beine rein. Schiffchen vom Zipper natürlich auch von innen bedienbar, sonst macht es ja keinen Sinn. Oh, und damit habe ich hier ein wunderschönes System, in dem ich glaube, ich bleibe jetzt gleich hier drin und schlafe eine Runde. Nee, also ganz ehrlich, sehr bequeme Matte. Wir haben ja schon außerhalb des Videos ein bisschen Zeit drin verbracht. Und das Tolle ist halt auch tatsächlich, man hat diesen Moskitoschutz mit eingebaut und ist bei Bedarf auch relativ schnell beim Aufbau. Hannes, das ist ein Traum, das kannst du dir nicht vorstellen. Ah, herrlich. Gut, auf geht's. Dann bauen wir das einmal kurz ab für euch. Das heißt, der erste Step wäre in dem Fall natürlich oben die Leinen abzumachen. Die hänge ich jetzt nur mal auf einer Seite aus. Dafür habt ihr jeweils pro Seite 1, 2, 3 Schlaufen aus demselben Mesh-Material wie auch das Moskitonetz ist. Da gehe ich einmal raus und damit ist die erste Leine lose. Dasselbe auf der anderen Seite. Ich hoffe, der Hannes hat jetzt hier nicht so einen Todesknoten gemacht. Ne, das geht hervorragend. So mag ich das. Zweite Leine. Zack. Einmal das Ganze abmachen. So. Perfekt. Theoretisch könnt ihr natürlich auch das ganze System so nutzen, dass ihr das Moskitonetz nach innen legt und euch dann einfach drauflegt. Ja? Das wäre dann auch möglich, um das noch schneller auf- und abbauen zu können. So, jetzt brauche ich nur noch hergehen und hier den Karabiner aushängen. Auf jeder Seite. Das heißt, ich mache das einmal hier. Und einmal da. Und jetzt kann ich hergehen, suche mir meinen Packsack, der hier irgendwo in der Mitte sein müsste. Da baumelt er. Und da kann ich jetzt die ganze Hängematte drin verstauen. Das Einzige, was da natürlich eng wird, deswegen ist ja auch die andere Packtasche noch mit dabei, ist da noch die 550er Paracord mit reinzubekommen. Aber ich denke, das kriegen wir vielleicht auch noch rein. Mal schauen, werden wir gleich sehen. So sieht das Ding gepackt aus. 900 Gramm habt ihr hier auf der Waage. Also auch okayisch, sage ich mal, vom Gewicht. Und auch das Packmaß kann sich meiner Meinung nach sehen lassen. Das wäre die Hängematte, die Jungle Hammock eingepackt. Und jetzt holen wir uns mal noch so einen Gurt her. Das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Bin gleich wieder da. So. Hier ist nämlich das Schöne, ihr habt einmal einen entfernbaren Baumschoner mit dabei. Das ist im Endeffekt schönes breites Gurtband, das wird hier über die Paracord gelegt. Paracord 3 Meter pro Seite und hier habt ihr auch schon in regelmäßigen Abständen Knoten gesetzt, um dann auch gleich direkt den Karabiner entsprechend einhängen zu können. Das ist gerade dann schön, wenn man die Matte sich so ein bisschen durchlegt. Also wenn man die das erste Mal aufspannt, denkt man sich, okay, gut, so passt. Dann legt man sich rein, merkt, oh, Boden, Popo, ziemlich nah beieinander. Und dann kann ich einfach hergehen, kann den nächsten Knoten nehmen, muss ich nicht extra nochmal einen Knoten machen. Also gerade für Leute, die jetzt keine Lust haben, sich groß mit einer Hängematte auseinanderzusetzen, ist die Snugpack Jungle Hammock eine sehr, sehr geile Sache. Unser Fazit, die Snugpack Jungle Hammock ist eine coole Geschichte, gerade für Leute, die sagen, ich möchte mal ausprobieren, wie das überhaupt ist, so mit dem Hängematten schlafen. Ich bin jetzt lang genug oder alt genug, um am Boden zu schlafen, will nicht mehr auf einer Isomatte liegen. Ich möchte gerne mal in die Luft hinaus und möchte auch weniger mitnehmen. Und dafür wäre eine Hängematte natürlich ideal. Gute Hängematten haben ihren Preis, die kosten extrem viel Geld. Die Snugpack Jungle Hammock ist relativ günstig und bietet zudem auch noch einen Moskitoschutz. Das heißt, ideal auch für die warmen Tage oder eben einfach mal, um nachmittags irgendwo sich hinzuhängen und einfach abzuhängen. Ihr bekommt die Jungle Hammock von
Snackpack bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr zur Jungle Hammock? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle Lack. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye bye.